Heute gehen wir mal ein bisschen auf das Thema Arbeiten ein und sprechen darüber, welche Abgaben man als Arbeitnehmer sowie als Arbeitgeber hat und zeige euch ein Portal, wo ihr das alles ohne Probleme selber ausrechnen könnt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du das erste Mal bei mir vorbeischauen solltest und dich für das Thema Polen interessierst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen ein bisschen über die Abgaben als Arbeitnehmer sowie als Arbeitgeber und welche Steuern auch darauf einzukommen. Und zwar haben wir hier schon einen ganz großen Unterschied zwischen Deutschland und Polen. In Deutschland hat man ja bekanntlicherweise die Steuerklassen 1 bis 6, wobei das ja so ist, dass man zum Beispiel als Single ohne Kinder mehr Steuern zahlt. Und wenn man schon verheiratet zum Beispiel ist und Kinder hat, kann man das dann halt mit dem Partner, ja, sage ich jetzt mal ein bisschen kalkulieren, wer wie viel Steuern zahlt anhand der Steuerklassen. In Polen ist das alles ein bisschen ganz anders. Hier gibt es nicht diese Steuerklassen. Hier ist das im Prinzip so, dass der Single bei einem Gehalt, sage ich jetzt mal, von 6.000 brutto genauso viel netto hat wie der verheiratete Ehemann oder Ehefrau mit 2 Kindern. Da macht das hier überhaupt gar keinen Unterschied. Aber um euch auch einfach mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht und welche Abgaben man hat, nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinem Bildschirm. Und zwar habe ich hier einen Kalkulator, der das alles ausrechnet und auch anzeigt, was man dafür Abgaben hat. Dann nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinen Bildschirm. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen. Und zwar ist das hier die Seite Pracuj.pl. Pracuj.pl ist ein Portal, wo man auch nach Arbeit suchen kann. Und die haben ja auch eine Funktion, sein Brutto auszurechnen. Und ich tippe jetzt hier einfach mal ein. Hier steht auch Podaj miesięczne zarobki, das heißt, ja, gib dein Monatsgehalt ein. Wir nehmen jetzt hier einfach mal 6.000 brutto. Ich denke, 6.000 brutto ist ein realistischer Lohn, wenn man jetzt in Polen mit der deutschen Sprache arbeiten möchte und zum Beispiel jetzt im Kundenservice oder im Callcenter oder irgendwie sowas mit der deutschen Sprache arbeitet. Das ist ein realistischer Lohn. Gibt nicht jede Firma so, aber ich denke, das ist so ein ganz guter Schnitt. Wenn man mehr verdienen möchte, braucht man da eigentlich schon ein paar gewisse mehr Skills. Irgendwie muss man da schon irgendwie vielleicht vorher in der IT gearbeitet haben oder ich weiß nicht, vielleicht in irgendeiner Führungsposition gehen. Dann kann man da schon mehr verdienen, aber ich denke mal 6.000 ist ein realistischer Lohn, womit wir jetzt rechnen können. So, dann tippen wir hier wie gesagt die 6.000 ein, lassen hier auf Brutto stehen und gehen hier auf Oblicz, das heißt ausrechnen, und dann rechnet er uns hier auch schon ganz genau aus unter den verschiedenen Vertragsarten, wie viel wir netto raus haben. Ich gehe jetzt hier auch mal ganz kurz auf die verschiedenen Vertragsarten ein. Hier haben wir Umowa-prace, das ist eigentlich der ganz normale Arbeitsvertrag, wie man den jetzt auch aus Deutschland kennt, was hier eigentlich auch das gängigste ist. Dann haben wir hier Umowa-zlecenia. Umowa-zlecenia wird gerne von Studenten genommen. Hier wird im Prinzip ein Stundenlohn ausgemacht und egal um welcher Uhrzeit die Person arbeitet, vom Montag bis Sonntag, hier wird einfach ein Stundenlohn bezahlt und je nachdem wie viele Stunden die Person arbeitet, so viel wird die Person dann auch bezahlt. Auch wenn du zum Beispiel krank ausfallen solltest, kriegst du keine Vergütung dafür, was bei Umowa o pracę natürlich anders ist. Umowa o dzieło, das ist sowas in der Art wie ein Vertrag, ein Arbeitsvertrag auf Auftrag, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel so, du kriegst den Auftrag, etwas zu bauen. Wir denken uns jetzt einfach mal aus, du sollst eine Garage bauen und dann wird einfach ein Umowa o dzieło gemacht und da ist das auch egal, ob du am Tag 1 Stunde, 5 Stunden arbeitest oder wie auch immer. Ist die Garage fertig gebaut, wirst du bezahlt. So im Prinzip läuft das ab. Und dann haben wir hier auch noch Umowa B2B.
Ich würde das jetzt ein bisschen ähnlich schätzen wie Umowa Ojero, nur bei Umowa B2B ist das nochmal ein bisschen wieder anders. Umowa B2B ist Business to Business. Das geht nicht als zwischen Einzelperson und einem Unternehmen, also man muss dann selber auch als Unternehmen fungieren, wenn ich das richtig verstanden habe, und das ist dann quasi im Prinzip Arbeiten von Firma zu Firma, so in der Art ungefähr. Ich nagelt mich dabei jetzt bitte nicht fest, wenn ich da jetzt nicht alles ganz genau wiedergegeben habe. Wenn ihr aber mal möchtet, dass ich tiefer auf die verschiedenen Vertragsarten eingehe, könnt ihr es mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Dann mache ich eventuell auch mal ein Video zu den verschiedenen Vertragsarten. Bleiben wir aber auf Umowa o pracę, weil das ist hier eigentlich der ganz normale, gängigste Arbeitsvertrag. Und hier sehen wir jetzt auch schon, wenn wir jetzt hier zum Beispiel 6.000 brutto verdienen, haben wir dann netto 4.420 Zloty und 43 Grosze. Und hier ist dann auch noch alles detailliert aufgeklärt, wo welche Abgaben gehen. Das wird dann hier auch alles in diesem Kreisdiagramm nochmal wiedergegeben. Und von diesen 6.000 müssen wir dann 585 Zloty und 60 Grosze abziehen für die Rentenversicherung. Hier ist das auch prozentual angegeben, dass das 9,8% von dem Brutto sind. Dann haben wir hier ubezpieczenie rentowe. Rente ist in Polen nicht wie in Deutschland die Rente. Rente ist hier mehr eine, ich sage jetzt mal, Invalidenversicherung. Also hier handelt es sich mehr um eine Invalidenversicherung. Das in diesem Fall sind jetzt hier 90 Zloty, 1,5%. Dann haben wir hier die ubezpieczenie chorobowe, das ist die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung, das sind 2,4%, und die ubezpieczenie zdrowotne, das ist die Gesundheitsversicherung, da haben wir hier 7,8%. Hier ist einfach der Unterschied zwischen diesen beiden, ubezpieczenie chorobowe und ubezpieczenie zdrowotne, ist der Unterschied: bei ubezpieczenie zdrowotne gibt dir die Möglichkeit, dass du zum Beispiel zum Arzt gehen kannst und zum Beispiel Medikamente kriegst. Hier in Polen ist das aber auch so, dass du nicht alle Medikamente kriegst. Hier musst du sehr viele Medikamente oder auch die meisten Medikamente selber bezahlen. Was ja in Deutschland auch ein bisschen, sage ich mal, anders geregelt ist. Da hat man einen kleinen Beitrag von 5 € und dann kriegt man die Medikamente. Hier in Polen ist das sehr oft so, dass du alle Medikamente teilweise sogar 100% selber bezahlen musst. Und ubezpieczenie chorobowe, das ist im Prinzip, wenn du krank ausfällst, ist das halt diese Versicherung halt dafür, also die Krankenversicherung. Was auch wichtig ist, in Polen, wenn du krank bist, kriegst du nur 80% deines Lohnes und keine 100%. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese 4 Beiträge gehen von deinem Lohn ab und die kommen dann zu der ZUS, also das bezahlt zu der ZUS, und ZUS ist die Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Das kann man so ungefähr mit der Sozialversicherung vergleichen, und die Sozialversicherung, die regelt das dann auch mit der NFZ, mit der Narodowy Fundusz Zdrowotny. Das ist die, ja, der nationale Gesundheitsfonds, wenn es dann zum Beispiel hier um den Kranken- und Gesundheitsversicherung geht. Also im Prinzip zahlt man alles an die Sozialversicherung, und die Sozialversicherung regelt das mit der Krankenversicherung, die regeln das untereinander selber ab. So, um jetzt hier nicht noch weiter drauf einzugehen. Und dann haben wir jetzt hier noch Zaliczek za podatek. Das ist hier eine Steuervorauszahlung. In Polen zahlt man 12% Steuern als Arbeitnehmer. Vor Juli waren es noch 17%. Aufgrund der Inflation haben die das auf 12% gemacht. Und hier wird aber nur eine Steuervorauszahlung von 4,8% genommen. Ich möchte wirklich jetzt nicht darauf eingehen, warum es jetzt nur 4,8% sind und keine 12%. Ich habe mir das mal durchgelesen, aber darüber jetzt ein Video zu machen, das würde wirklich den Rahmen sprengen, weil warum es nur 4,8% sind. Wir können jetzt hier auch mal als Beispiel eine andere Summe nehmen. Wenn wir jetzt hier einfach mal eine andere Summe nehmen, dann sind das keine 4,8, sondern 5,6%. Und das hat einfach was
damit zu tun, welche Zahlungen man hier vorher hat. Also das hat was damit zu tun, welche Renten, Krankenversicherung man zahlt und so weiter und so fort. Und dann gibt es vom Staat vorgegebene 2 Summen. Das wird dann mal gerechnet. Also ich habe mir das wirklich durchgelesen und es würde wirklich den Rahmen des Videos sprengen, um das zu erklären, warum man nur eine Steuervorauszahlung macht und nicht sofort die ganze Steuer bezahlt. Also lassen wir das einfach mal so stehen, und ich denke, um zu wissen, wie viel man verdient, ist das eigentlich auch nicht jetzt relevant, würde ich jetzt mal sagen. So, und deswegen, und man hat dann jetzt hier eine Steuervorauszahlung, in dem Fall knappe 4,8%. Und das ist jetzt das, was man als Arbeitnehmer bezahlt. Also von den 100% bleiben dann noch 73,7% über. Das sind dann ja knapp 26%, gibt man von seinem Lohn ab. Hier ist dann auch noch mal aufgezählt, was man dann im ganzen Jahr netto verdient. Wenn man jetzt diese 6.000 brutto verdient, dann hat man im Jahr netto um die 53.000 Zloty. Und hier kann man jetzt auch sehen, was der Arbeitgeber aber eigentlich bezahlt. Also wenn du jetzt hier 6.000 brutto hast, muss der Arbeitgeber 7.236 Zloty bezahlen. Und hier ist das dann auch unterteilt, was der Arbeitgeber bezahlt, und er zahlt die Rentenversicherung genau das gleiche wie du, und das sind hier dann die 8,1%. Dann hier auch die Invalidenversicherung, das ist dann ein wenig mehr, während du hier nur 1,5% zahlst, zahlt der Arbeitgeber 5,4%. Dann haben wir hier, was du hier nicht zahlst, du zahlst hier die Krankenversicherung, der Arbeitgeber zahlt aber eine Unfallversicherung von 1,5% und Fundusz Pracy. Fundusz Pracy, das ist im Prinzip ein Fonds also ein Arbeitsfonds, und dieser Fonds wird genutzt, zum Beispiel in dem Fall, wenn du arbeitslos sein solltest. Also der ist jetzt nicht für dich speziell, das ist wie in Deutschland, das ist mehr so ein Sozialfonds eigentlich. Wenn du arbeitslos werden solltest oder wenn man eine Umschulung machen sollte, dann wird man halt von den Fundusz Pracy bezahlt. Hier in Polen ist das auch ein bisschen anders, aber dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, packe ich euch auch nachher unten in die Videobeschreibung. Wenn du arbeitslos wirst, kriegst du nicht, wie in Deutschland zum Beispiel, die 67% von deinem Netto. Hier ist das egal, ob du vorher 5.000 verdient hast, 10.000 verdient hast, 15.000 verdient hast. Ich glaube, also vor 1,5 Jahren waren es ungefähr, dann hast du deine 1.800 Zloty netto und damit musst du klarkommen. Also das ist dann schon ein bisschen anders geregelt wie in Deutschland, wo das ja prozentual berechnet wird. Und dann hat man hier auch noch eine ganz kleine Summe. Das ist die FGSP, Fundusz Gwarancji Świadczeń Pracowniczych. Das ist sowas wie ein Garantiefonds für Leistung des Arbeitnehmers. Und man sieht auch, das ist hier gar nicht in dem Kreis hier das leuchtet hier gar nicht in dem Kreis auf, weil die Summe viel zu klein ist. Das sind 0,1% oder irgendwie sowas. Ja, genau 0,1%, wenn wir hier die 6.000 nehmen. Und zwar ist das sowas wie so ein Fonds für den Fall der Fälle, falls deine Firma pleite gehen sollte, insolvent gehen sollte, dann wirst du eine gewisse Zahlung kriegen. Ich weiß aber jetzt auch nicht ganz genau, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich da jetzt auch nicht ganz genau schlau gemacht, für was für eine Zeit, wie viel man dann kriegt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ist das einfach in dem Fall so, dass das hier sowas wie so ein Fonds ist, so ein Versicherungsfonds, falls die Firma insolvent gehen sollte. Also hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Kosten des Arbeitgebers. Hier haben wir die Kosten des Arbeitnehmers. Es ist wesentlich weniger, wie man jetzt in Deutschland zahlt. In Deutschland sind die Steuern etwas höher. Man hat aber auch dafür andere Leistungen wie hier in Polen. Ja, ich hoffe in dem Fall, dass dir das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen näher bringen, wie das hier aussieht in Polen, wenn man arbeiten geht, welche Abgaben man hat, was man bezahlen muss und was man am Ende dann rauskriegt. Wie gesagt, wenn ich mal ein Video zu den verschiedenen Vertragsarten machen sollte, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten, wenn ich mal irgendein Video zu diesem Thema machen sollte oder auf gewisse Sachen näher eingehen soll, könnt ihr es mich auch immer gerne unter den Kommentaren wissen lassen. Dann versuche ich auch mal in Zukunft mehr Videos zu diesem Thema zu machen, wenn das Interesse besteht.
Ja, ansonsten in diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.